Scherben bringen Glück. So lautet das Sprichwort. Doch während im Alltag zerbrochene Gefäße eher für Missmut sorgen, sind sie für die Archäologie ein wahrer Schatz. Übrigens, in der Wissenschaft nennt man Scherben Keramikfragmente. Wir wollten wissen, warum gerade diese Keramikfragmente vergangener Epochen so aufschlussreich für die Forschung sind und welche Geschichten sie uns erzählen. Dafür haben wir mit Experten und Expertinnen der Wiener Stadtarchäologie gesprochen, sind ins Graulitz-Museum in Eggenburg gefahren und haben die Keramikrestaurierungswerkstatt des Naturhistorischen Museums in Wien besucht. Und um selbst ein Gefühl für den Werkstoff Ton und seine Verarbeitung zu bekommen, haben wir dann im Burgenland das urzeitliche Töpfern ausprobiert. Wenn ihr wissen wollt, was Hallstatt-Keramik mit Butterkeksen zu tun hat, bleibt dran. Die erste Keramik bei uns in Niederösterreich kommt etwa so 5500 vor Christus vor. Es handelt sich dabei um Ton, der aufbereitet ist, der geschlemmt worden ist mit eventuell Zuschlagsstoffen, wie zum Beispiel Spelzen oder auch kleineren Steinchen und dergleichen. Der wurde dann mit der Hand geformt, also meistens in einer Wulsttechnik, und dann wurde das Ganze in einem Grubenbrand gebrannt. Dass man mit Ton umgehen kann und dass man den kneten kann, dass man formen kann, dass er, wenn er austrocknet, dann sozusagen wieder eine andere Konsistenz hat, das haben die Menschen schon in der Altsteinzeit gewusst. Da gibt es zum Beispiel Tierfiguren sind da erhalten geblieben, die sozusagen geknetet und getrocknet und sogar auch dann leicht gebrannt worden sind am Feuer. Die ersten Gefäße oder Behältnisse, kann man sich gut vorstellen, waren natürlich Tierhäute beziehungsweise organische Geflechte. Es gibt auch die Idee, dass natürlich zum Beispiel so Gewächse wie Kürbisse, die zum Beispiel schon einmal so eine Form haben, wenn man sie aushöhlt, ist das natürlich, das schaut das eigentlich schon einmal aus wie ein Gefäß. Der Schritt hin zur Erfindung der Keramik hängt natürlich dann auch mit der Sesshaftwerdung zusammen. Also das ist der große Schritt in der Menschheitsgeschichte, dass man sozusagen vom Jäger- und Sammlertum hin zur Sesshaftwerdung mit Ackerbau und Viehzucht eine völlig andere Lebensgewohnheit dann natürlich entwickeln musste. Die Keramik hat insofern einen Vorteil, weil ich erstens einmal mit Keramik kochen kann. Das heißt, früher hat man das anders lösen müssen. Zweitens kann ich es auch als Aufbewahrungsobjekt verwenden, zum Beispiel Getreide. Aber was man auch nicht vergessen darf, ich kann Flüssigkeiten, wenn ich diese Oberfläche mit Wasser besprenge, kühl halten. Das heißt, diese Verdunstungskälte entsteht dadurch und dadurch bleiben gewisse Flüssigkeiten kalt oder kühler. Keramik hat natürlich einen großen Vorteil und das ist der große kulturelle Fortschritt, dass man sozusagen größeres, stabileres Material hat. Also das ist sozusagen jetzt belastbar, wenn man ortsgebunden, ortsfest ist. Keramik ist des Archäologen täglich Brot, könnte man so gut sagen. Das macht es auch so wichtig für den Archäologen. Auf einer typischen ur- und frühgeschichtlichen Ausgrabung findet man hauptsächlich Tierknochen und Keramikfragmente. Das damalige Leben hat natürlich ganz anders ausgeschaut. Die haben natürlich im Organischen gelebt, mit Holz, mit Flechtwerk, mit Textil. Das ist alles vergangen. Das muss man sich eigentlich immer bewusst bleiben, dass was wir da finden, eigentlich nur ein ganz minimaler Ausschnitt ist der Alltagskultur. Gerade in der ur- und frühgeschichtlichen Archäologie ist Keramik eigentlich ganz wichtig, weil man damit datieren kann. Und eigentlich ist es für viele Perioden auch nach wie vor kulturbestimmend. Gutes Beispiel, es gibt die Linearbandkeramische Kultur zum Beispiel. Das bezieht sich darauf, auf die Verzierungsweise, die ganz einzigartig ist, die sozusagen zum typischen Merkmal erkoren worden ist, damit man sozusagen die ganze Kultur anspricht.
Die Kulturbegriffe in der Archäologie sind immer ein Konstrukt der Wissenschaft. Das ist natürlich ein Ordnungskriterium. Also die Leute, die damals gelebt haben, haben da ganz anders gedacht. Als Ordnungskriterium, um eine Kultur zu beschreiben, bleibt uns eigentlich nur zumeist die Keramik mit ihren besonderen Verzierungsweisen. Keramik kommt in fast allen Zeitstufen, die wir in Österreich haben, und in fast allen sozialen Stufen immer vor. Das macht sie zu einem unglaublich wichtigen Fundgut, weil sie uns auf jeder Grabung entgegentritt. Dazu kommt, dass sie nicht recycelbar im klassischen Sinn ist. Sie können Glas einschmelzen, Sie können Metall einschmelzen, Sie können es reparieren, wenn es zerbricht. Wenn Keramik zerbricht, ist die Möglichkeit zu reparieren gering. Sie können flicken, Sie können Metallwickelungen anbringen, aber damit bekommen Sie kein dichtes Gefäß, sondern nur ein hübsches Gefäß. Das heißt, Keramik ist auch ein Wegwerfprodukt bis zu einem gewissen Grad. Und das hat zur Folge, dass wir einfach sehr viel Keramik finden. Wenn Sie jetzt addieren zu allen Zeiten, in allen sozialen Schichten und ein Wegwerfprodukt, dann ergeben sich daraus sehr, sehr, sehr viele Kisten Keramik für jede Grabung. Wenn man sich mit der Entwicklung von Keramik und der Entwicklung ihrer Charakteristika beschäftigt, dann fällt sicher gleich jedem die Töpferscheibe ein. Die Erfindung der Töpferscheibe im Orient ist also ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil man schneller und gleichmäßiger Keramik produzieren kann. Möchte man keine Töpferscheibe verwenden, kann man Keramik auch von Hand formen. Das geht relativ einfach, das haben wir alle schon im Kindergarten oder in der Schule gemacht. Generell wird das auch als Entwicklungskriterium gesehen. Das heißt, frühe Keramik ist gern handgeformt, entwickelte Keramik ist auf einer Töpferscheibe gedreht. Das stimmt so natürlich nicht. Man muss auch immer mit einberechnen, dass es immer Phasen gegeben hat, wo man einfache Keramik handgeformt hat. Das haben auch die Römer getan, das hat das Mittelalter gemacht. Selbst die Neuzeit tendiert noch dazu, Keramik, wenn es leicht geht und wenn es keine hohen Ansprüche gibt, von Hand zu formen. Das heißt, das Unterscheidungskriterium Töpferscheibe ist zwar hilfreich, aber es ist nicht die absolute Lösung, um Keramik einzuordnen. Was haben wir da noch für Möglichkeiten? Die Brenntechnik. Man kann oxidierend oder reduzierend brennen, aber das passiert zu allen Zeiten. Das ist mehr ein modisches Problem, könnte man sagen. Möchte ich reduzierende graue Keramik oder oxidierende rote Keramik? Magerungen, bestimmte Magerungen, also Zuschläge, die dem Ton beigemengt werden, um bestimmte Eigenschaften zu erreichen. Hitzebeständigkeit, Wasserfestigkeit oder vielleicht auch dekorative Dinge. Also Glimmer zum Beispiel schaut auch einfach hübsch aus. Wenn Sie einen glimmergemagerten Topf sehen, der glitzert wie ein Sternenhimmel. Das ist einfach nett zum Anschauen. Glasur ist ein ziemlich wesentliches Merkmal, wenn ich über die Datierung von Keramik etwas herausfinden will, weil nicht zu allen Zeiten glasiert wurde, sondern nur in bestimmten Epochen. Für unseren Bereich kann man eben sagen, dass die Römer mit der Glasur ganz stark durchstarten. Im Vorderen Orient gibt es Glasur bedeutend früher und über den asiatischen Raum wollen wir da gar nicht reden. China und Japan hat eine sehr starke, sehr frühe Tradition kunstvollster Glasuren für sehr, sehr schöne, hochwertige Keramik. Glasur ist natürlich einmal schön. Sie macht aus der Keramik ein dekoratives, schönes Kunstobjekt eigentlich auch, aber sie ist natürlich grundsätzlich sehr praktisch. Glasur macht wasserdicht und versuchen Sie, einen nicht glasierten Topf zu reinigen, nachdem Sie drin gekocht haben. Wenn Sie ein Gefäß in die Hand nehmen, das nur innen glasiert ist, und es ist eine hohe, schlanke Form, wo Sie die Glasur nicht sehen, ist die Glasur rein funktional, also sauber halten und dicht machen. Wenn Sie ein Gefäß hernehmen, das nur an der Außenseite glasiert ist oder das zwar innen glasiert ist, aber Sie haben eine schöne offene Schalenform, dann liegt natürlich der dekorative Aspekt ganz im Vordergrund. Wenn ich eine Glasur herstellen will, brauche ich ein Flussmittel. In den meisten Fällen ist das bei römischer und bei mittelalterlicher Keramik schlicht und ergreifend Blei. Blei ist giftig, das ist ganz klar. Das heißt, diese römischen, mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Glasuren sind giftig. Das wirkt sich in erster Linie auf den Töpfer, den Hafner aus, der mit dem Rohstoff arbeitet, der die Glasur als Pulver, als Schlicker beim Auftragen und dann natürlich auch als Dampf während der Produktion abbekommt und entsprechende Vergiftungserscheinungen aufweist. Wir haben schriftliche Quellen, wir wissen, dass diese Hafner eine relativ kurze Lebensdauer gehabt haben und wirklich an Bleivergiftungen gestorben sind, so grauenhaft das sich vorzustellen ist. Für den Konsumenten war die Gefahr geringer. Es hat sich natürlich Blei beim Kochprozess aus der Glasur gelöst, aber nicht in einer so hohen Menge, dass es jetzt bedrohlich gewesen wäre.
Nichtsdestotrotz hat man natürlich spätestens im 18., Anfang 19. Jahrhundert dann angefangen, gesunde Glasuren, Gesundglasuren, Lehmglasuren, ungiftige Glasuren immer mehr in den Vordergrund zu bringen. Man könnte natürlich sagen, wenn man weiß, dass die Bleiglasur giftig ist, warum verwende ich sie? Die Antwort ist relativ einfach. Wenn ich eine bunte Glasur haben will, muss ich Blei nehmen. Das ist das billigste und einfachste Flussmittel, das ich verwenden kann. Und es liegt auch an der Brenntemperatur. Ich kann bei einer relativ moderaten Brenntemperatur so eine Glasur anbringen. Für andere Glasuren brauche ich höhere Brenntemperatur und der Aufwand ist höher. Das heißt, ich könnte jetzt auch boshaft sein und sagen, der Mensch hat immer eine Tendenz gehabt, die Gesundheit in diesen Dingen hintanzustellen für ein günstiges, leicht produzierbares Produkt. Billige Produkte auf Kosten der Gesundheit? Viel hat sich in der Geschichte nicht verändert. Doch zurück zum Thema. Welche Gegenstände aus Keramik findet die Archäologie eigentlich? Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Vorratsgefäß, also den Rest eines Vorratsgefäßes. Den haben wir in Oberla gefunden und der ist aus einer kupferzeitlichen Siedlung. Gefäßkeramik ist nicht das Einzige, was wir jetzt als Funde aus den Siedlungen der ur- und frühgeschichtlichen Zeit haben, sondern es gibt eine ganze Menge anderer Gegenstände aus Keramik. Das sind zum Beispiel Tonlöffel, Spinnwirtel, Webgewichte. Also das sind jetzt sozusagen hauptsächlich Objekte und Werkstücke, die man als Geräte gebraucht hat. Aber dann gibt es natürlich dann auch noch die ganze Palette von Hüttenlehm. Hüttenlehm ist etwas, was wir immer wieder in den Siedlungen finden und was an und für sich ja auch ein schöner Beleg für Siedlungsarchitektur ist. Die Häuser waren ja aus Holz und Lehm, das heißt, die haben wir ja nicht erhalten. Man kann davon ausgehen, dass wenn ein Haus niederbrennt, damit wird auch der Wandverputz gebrannt. Und das ist aber jetzt die gute Bedingung für die Erhaltung. Wir sehen hier zum Beispiel 2 so schöne Stücke aus einer urgeschichtlichen Siedlung. Ganz besonders schön gestaltete Ansichtsfläche der Wand. Hier hat man sogar mehrere Putzschichten übereinander. Und das Wesentliche ist, dass auf der Rückseite die Abdrücke der Bauhölzer sind. In diesem Fall sind es zum Beispiel dünne Rutengeflechte. Eine neue Entdeckung für mich war jetzt auch eine Grube, die voll war mit Hüttenlehm. Und erst bei genaueren Hinsehen hat sich dann herausgestellt, das kann kein Wandverputz sein, das kann auch keine Ofenplatte sein. Da haben wir ganz grobe, große Keramikfragmente, die aber jetzt auch nicht als Gefäßkeramik ansprechbar sind. Also meine Vermutung ist jetzt einmal, dass das vielleicht riesige Vorratsgefäße sind, beziehungsweise ein Stück sagt noch mehr aus. Hier haben wir nämlich einen schönen Boden und nur einen kurzen lappenförmigen Rand. Das dürfte so eine Art Tonwanne sein, die wahrscheinlich so als Art tragbare Herdplatte oder eine Wanne zum Rösten, zum Dörren, zum Trocknen von Früchten gedient hat. In weiterer Folge kann man natürlich auch, wenn man jetzt sozusagen auch Rückstände an Gefäßen hat, naturwissenschaftliche Analysen machen lassen, die jetzt zum Beispiel auch Hinweise für den Gebrauch, für die Nutzung geben können. Also wenn man jetzt zum Beispiel Lipide, Fette, Rückstände dann identifizieren kann, kann man das sozusagen sogar dann auch den Inhalt, im letzten Glücksfall sogar auch Nahrung rekonstruieren. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Nutzt den Hype-Button. Mit 1, 2 oder 3 Klicks helft ihr uns, mehr Menschen auf YouTube mit unseren Dokus zu erreichen. Archäologinnen und Archäologen finden keramische Objekte in den seltensten Fällen ganz. Meistens sind die Objekte zerbrochen. Wir haben die Werkstatt des Naturhistorischen Museums in Wien besucht, wo Keramikfunde aus Hallstatt in akribischer Kleinarbeit von Restauratorinnen und Restauratoren zusammengesetzt werden. Die Keramik aus unserer Hauptgrabung Hallstatt ist was ganz Besonderes. Sie wurde bei ziemlich niedrigen Temperaturen gebrannt. Die Lage, wo sie ist nicht sehr tief und man kann sich vorstellen am Berg, wo der Hang
weiß ich nicht, 30% ist oder mehr. Man kann sich vorstellen, dass dort natürlich durch die Temperaturunterschiede, es rollen Steine durch die Gegend, die auch die Keramik beschädigen, es wachsen Bäume. Immerhin ist die Keramik um die 2500 Jahre alt. Nachdem sie nicht so schön so hoch gebrannt ist, ist sie relativ weich und sehr schwierig zu bergen, erstens mal. Man kann sie vergleichen mit einem Butterkeks, den man in einen heißen Tee taucht. Genau so verhält sich die Keramik. Es ist ein sehr ordinärer Vergleich, aber ich glaube, jeder kann sich vorstellen, wie sich das verhält. Und bei uns ist genau der Fall, leider. Wir haben natürlich dann den Vorteil, dass Grabbeigaben zu Gänze in ein Grab reingelegt worden sind. Und wenn sie zerbrechen, zerbrechen sie am Ort und Stelle. Und wir haben eine spezielle Technik entwickelt, wie man die Sachen birgt, damit sie nicht weiter beschädigt werden durch den Transport zum Beispiel. Nachdem die Gräber freigelegt werden von den Archäologen, sehen sie so aus. Dann darf ich vorsichtig sie bergen und auf feste Unterlage mit einem rutschfesten Filz bedeckt, Scherbe nach Scherbe, genau die Position, die die Keramik in dem freigelegten Grab hat, auf dem Brett auflege. Damit wir dann in der Werkstatt, wenn wir die Sachen auspacken, die Position behalten haben. Und ich kann mir extrem viel Arbeit sparen beim Suchen der Passfragmente. Nächster Schritt ist, die Sachen, nachdem sie gereinigt werden, werden sie dann verklebt mit einem reversiblen Kleber, der auch thermoplastisch ist, weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt so viele Fragmente habe, ich habe Gefäße bis zu 700, 800 Fragmente. Wenn ich diese ganzen Fragmente verklebe, kann ich manchmal einen Fehler bei dem Winkel haben oder die Keramik hat sich durch die Lagerung ein bisschen verzogen und dann passt die Form nicht mehr zusammen. Aus dem Grund ist mir vom Vorteil, wenn ich einen thermoplastischen Kleber habe, weil ich kann mit einem Heißluftföhn zum Beispiel erwärmen. Dann wird die Klebestelle flexibel. Ich kann wieder die Form anpassen, damit es zu den Rest der Fragmente passt. Und dann beim Abkühlen stockt das und es ist wieder robust. Man ergänzt Objekte vorwiegend aus Stabilitätsgründen, damit sie Transport überleben oder dann bei der Bearbeitung von den Kollegen. Die werden gezeichnet, man hantiert mit denen, die werden im Depot getragen. Wenn fragile Sachen sind und viel Fehlstellen sind, kann das leicht auseinandergebrochen werden. Deswegen ist es wichtig, dass man solche Objekte sichert. Sie werden mit Formengips ergänzt. Dann habe ich eine kompakte Form und die Statik vom Gefäß ist gesichert. Noch ein Grund, warum man Ergänzungen macht, für Ausstellungen zum Beispiel. Wenn ich jetzt sehr wenig Material habe, aber ein Profil vom Gefäß habe, sprich von Rand bis zum Boden muss ich Originalinformation besitzen, dann darf ich die Form komplett ergänzen, damit das Publikum sich vorstellt, wie die Form ausgeschaut hat. Früher war es üblich, dass man Ergänzungen mit einer ähnlichen Farbe wie die Originalsubstanz bemalt hat. Schön und gut. Ausgesehen haben sie wunderschön. Nur für einen Laie ist es schwierig, wenn man die Farbe sehr gut erwischt. Was ist original, was ist nachgemacht? Wir sind ein Museum, wir sind kein Antiquitätenhandel, wo alles ganz sein muss und nicht zerbrochen, sondern die Leute sollen sehr wohl sehen, dass gewisse Gefäße nach so vielen Jahren natürlich zu Bruch gegangen sind. Wenn ich diese Kolorierung in einen neutralen Ton durchführe, sieht man genau, wo die Originalteile und wo die Ergänzungen sind. Man kann das natürlich weiß lassen. Kein Problem, sieht man sofort. Nur das Problem ist, bei der weißen Farbe, menschliche Auge ist so gebaut, dass zuerst die hellsten Töne wahrgenommen werden und dann je dunkler, desto später. Im Sekundenbruchteil, aber nichtsdestotrotz, mich lenkt das Weiße sofort ab von den Originalen. Wenn ich aber diese Ergänzung in tiefem Schwarz koloriere, sehe ich selbstverständlich zuerst die Original, erhaltene Originalfragmente und dann im Hintergrund bleibt die Form zu erkennen, wie das ausgeschaut hat, aber sie ist in einem Farbton, wo kein Zweifel gibt, dass kein Original sein kann.
und die bleibt dezent im Hintergrund. Die Keramikrestaurierung, wenn um große Konglomerate an Scherben sich handelt, kann man vergleichen mit Puzzles, wo man zum Beispiel 100 Puzzle zur Hälfte oder zu 2/3 wegschmeißt, alle Teile mischt und dann erst die Passstückchen zusammenfügt. Und wenn was fehlt, sollte man ergänzen können. Prähistorische Töpfertechniken, antike Töpfertechniken, überhaupt traditionelle Töpfertechniken sind aus meiner Sicht auch heute aus verschiedensten Gründen noch relevant. Möchten Sie experimentell kochen? Möchten Sie solide, zum Beispiel römische Kochrezepte, sumerische Kochrezepte, urgeschichtliche Kochrezepte bei uns nacharbeiten, brauchen Sie natürlich das korrekte Geschirr, sonst wird das Kocherlebnis nicht wirklich traditionell, urgeschichtlich oder antik sein. Das ist das eine. Das andere ist, dass prähistorische Töpfertechniken, antike Töpfertechniken ein ganz anderes ästhetisches Empfinden befriedigen können. Sie bekommen ganz andere Produkte, wenn Sie Hand formen. Sie bekommen andere Oberflächengestaltungen. Das heißt, es ist ein ganz anderes Formerleben. Es sind wirklich schöne Stücke, wenn man das kann. Und zuletzt darf man nicht vergessen, dass Töpfern auch für den Menschen eine besinnliche und schöpferische Tätigkeit ist. Also das sich Einarbeiten in prähistorische Töpfertechniken hat für viele Menschen mittlerweile einen ganz anderen Sinn des Zur-Ruhe-Kommens auch noch und das etwas Schaffen. Es gibt Gründe, warum bei den Ägyptern der Schöpfergott auf der Töpferscheibe die Schöpfung vollzieht. Also Töpfern ist ein ganz alter Schöpfungsprozess, der auch heute noch ganz gerne nachempfunden wird. Einer, der diesen Schöpfungsprozess mit Erde und Feuer beherrscht, ist Heinz Lackinger. Seit Jahrzehnten gibt er sein Wissen über die prähistorische Keramikherstellung weiter. Schau, das schaut schön aus wie eine Höhle. Und da ist ein wunderbarer Haufen. Ich weiß nicht, es hat irgendein Tier da gegraben, vielleicht ein Maulwurf oder ein Mäuschen, und hat einen wunderschönen, lockeren Ton da liegen lassen. Und den werden wir jetzt mit nach Hause nehmen und da machen wir dann ein Gefäß draus. Das ist ein sehr guter Lehm, der hat fast keine Steinchen drinnen. So, das genügt für einen Kochtopf. Für einen steinzeitlichen Kochtopf oder für eine schöne, feine Teeschale. So tragt man es am besten nach Hause und da kann man verschiedene Tonproben drauf picken, die man nur findet und kann aus jedem eine Brennprobe machen. Weil es ist immer besser, man macht aus dem Ton einmal eine Brennprobe, bevor man ein großes Gefäß formt. Wenn wir ein bisschen mehr haben, können wir schon ein kleines Kochgefäß machen und mit dem Holz zum Wald im Feuer dann brennen. Wir formen den frischen Lehm mit unseren Händen. Auf ihm, seiner Textur und der damit verbundenen Möglichkeiten liegt unser Fokus. Nicht nur Keramik an sich hat eine sehr lange Tradition, sondern eben auch die Weitergabe des Wissens darüber, wie und wo man Lehm findet, wie man ihn zu einem Gefäß verarbeitet, ihn verziert und wie man ihn dann aus der Hand dem Feuer übergibt, wo er dann nicht nur gebrannt wird, sondern wo aus ihm etwas Neues entsteht, etwas, das uns seit Jahrtausenden tagtäglich begleitet. Zu dieser urzeitlichen Keramik bin ich deswegen gekommen, weil ich alte Scherben gefunden habe. Ich habe mit den Landesarchäologen damals zusammengearbeitet, auch mit den Studenten. Und gleich da in der Nähe gibt es eine Siedlung aus der Hallstattzeit. Und ich habe mir gedacht, schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Ton von hier, den man da findet. Und habe dann ein bisschen kopiert und mit der Zeit sind es dann immer größer geworden, so wie der da. Also über die Rekonstruktionen dieser alten Keramik aus der Hallstattzeit habe ich dann versucht, meine eigenen Formen zu finden und habe dann immer mehr
nicht mehr auf diese Muster geschaut, nicht mehr auf das Traditionelle, sondern habe eigentlich die Natur, den Lehm und das Feuer arbeiten lassen für mich. Und dadurch habe ich kleinere, größere Gefäße gemacht, wo nur die Feuerfarben den Reiz ausmachen. Ja, da zum Beispiel sieht man, wie das Feuer verschiedene Flecken gemacht hat. Und wo Holz liegen bleibt bis zum Schluss, bleibt schwarz. Und wo viel Luft dazukommt, wird es dann rötlich. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das bei meiner modernen Keramik dann weiterentwickelt habe. Ja, das Schöne und das Spannende vor allen Dingen ist, dass man immer wieder was Neues lernt. Diese Zusammenarbeit mit natürlichen Materialien ist ja ganz was anderes, als wenn ich jetzt eine Maschine hernehme und jetzt in einen Elektrofen stelle, sondern es verändert sich dauernd etwas. Entweder das Feuer oder das Material, der Ton. Da lernt man eigentlich nie aus. Das mache ich schon 50 Jahre und habe auch nicht ausgelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über jeden Kommentar zu dieser Folge. Wenn ihr die Fundstelle unterstützen wollt, abonniert den Kanal, gebt uns ein Like und drückt die Glocke, damit ihr informiert werdet, wann die nächste Folge erscheint. Wer uns noch direkter unter die Arme greifen will, kann uns mit einer Kanalmitgliedschaft helfen, weiterhin solche Dokus zu produzieren. Danke, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal in der Welt unter der Oberfläche.